Hallo, liebe Freundinnen und Freunde der gepflegten Sechsseitigen. Zuerst einmal danke, 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 danke. Weil ohne euch wäre kein Geburtstag, wäre nichts, würde niemand gucken, was ich hier so treibe. Dann würde es auch keinen Geburtstag geben, keinen Film mehr. Dann hätte ich wahrscheinlich längst alles eingestellt. Also nochmal einen massiven Dank an alle, die geschaut haben, ihr euch Zeit genommen habt, die Filme zu schauen. Danke, 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 massiv. Ja, Einsichten 1. Wie alles begann. Im Anfang letzten Jahres, Anfang also 2021, war Covid-Zeit und ja, mein letztes Projekt mit richtigen Menschen war gescheitert an Diskrepanzen über Covid und wie man dem allen begegnen sollte, wie man sich treffen kann und so weiter. Ja, und da war viel Zeit plötzlich da und dann habe ich gedacht, was machst du denn jetzt? Und dann habe ich gedacht, ja, du könntest ja mal ein Video von deiner Gitarre machen. Und einfach so für dich. Nimm doch mal Gitarre auf, nicht nur in Ton, sondern mach doch mal ein Video zur Gitarre. Das habe ich dann auch gemacht und mit dem, was ich eben da hatte, ich hatte die Kamera, ich hatte Baulampen, ich habe ein bisschen Licht gemacht und habe mal einfach versucht aufzunehmen. Hat erst gar nicht gut ausgesehen. Aber dann so irgendwann kam ich mal so ein bisschen dahinter und ja, das hat richtig Spaß gemacht. Und da kam mir der Gedanke, dann, wenn ich so ein Filmchen über meine Budget-Gitarren mache, stell das einfach mal auf YouTube, mal gucken, was dann passiert. Naja, und dann habe ich das auch mal probiert, erst ein bisschen mit Slideshow. Das erste Video habe ich dann so am 14. Februar letzten Jahres hochgeladen, das war noch eine reine Slideshow. Da hatte ich dann ein schönes Solo, Cover-Solo von mir drunter gelegt, habe das hochgeladen, kam sofort Mecker von YouTube. Rechtsverletzung und. Ist dann nie wirklich online gegangen. Dann habe ich gedacht, jetzt musst du doch ein bisschen auch, nur eine Slideshow reicht nicht, du musst ein bisschen Film machen, auch wo du was sagst. Und dann habe ich auch ein Stück von der Slideshow hinten dran genommen und da war mein erstes Filmchen, Budget-Gitarren. Das ist dann online gegangen am 19. März letzten Jahres, also irgendwo, jetzt befinden wir uns gerade in der Zeit, wo der Kanal ein Jahr alt wird. Ja, den Film habe ich dann allerdings mit eigener Musik untermalt, da gab es auch kein Gemecker. Und ja, und so war der erste Film mal da und das hat eigentlich richtig viel Spaß gemacht. Mensch, da habe ich mir gedacht, so ein Kanal, E-Gitarren, Zeugs, da hast du so viel, das macht dir ja auch richtig Spaß. Probier's doch mal und probier's doch auf Deutsch. Ja. Das war die Nische, auf Deutsch. Keine Ahnung von Reichweite oder einfach auf Deutsch, das ist meine Nische. Alle anderen machen doch alles in Englisch, fast alles ist in Englisch, du machst es mal auf Deutsch. Ja, und so war die Idee geboren und da war gerade noch eine neue Budget-Gitarre im Anmarsch, da hinten, die schöne Harley Benton, ne? Ja, da. Und da habe ich gedacht, naja, die kommt jetzt, die packe ich mit euch zusammen aus. Dann mache ich ein Unboxing-Video. Falsch, Deutsch, auspacken, Video. Da sieht man, wie schwer das manchmal ist mit der deutschen Sprache in dem Genre. Also ein Auspacken-Video. Ja. Gemacht, getan. Und da war's. Ja. Und dann habe ich noch 3 weitere Filmchen zu der Gitarre gemacht, noch ein Qualitätsvideo. Clean Crunch, Sounds und nachher nochmal verzerrt, viel zu viele, 4 Videos für eine Gitarre, vergisst das heutzutage. Aber ich habe es gemacht und dann war ich drin. Und dann ging es einfach irgendwie weiter. Die nächste Idee, die nächste Idee, die nächste Idee. Ja, und so bin ich dann letztendlich doch jetzt beim 37. Film gelandet. Es macht immer noch Spaß. Der erste kleine Film hat jetzt gerade mal 40 Aufrufe bekommen in der Zwischenzeit. Ja. Die anderen 4 über die Harley Benton weit über 1000, wenn man sie alle zusammenrechnet. Also auch schon ein ganz schöner Erfolg.
Ja, ich habe dann einfach weitergemacht. Ja, wenn ihr reinschaut in den Kanal, seht ihr ja die Historie, wie die Filme alle nacheinander entstanden sind. Aber so war es. Und so sind wir jetzt ein Jahr dabei. Und es gibt einen Kaffee, einen Geburtstagskaffee auf ein Jahr E-Gitarre im Netz. Und euch nochmal ein riesen Dankeschön. Highlights 1, Instrumente. Ja, ein besonderes Highlight des letzten Jahres war ganz bestimmt unsere kleine Reise in die Niederlande zu unseren Freunden und dabei der Besuch in nochmal einem echten Musikgeschäft, was noch richtig Spaß gemacht hat, nochmal in ein echtes Geschäft zu gehen und dort ja, Gitarren anzuschauen, durchzustöbern und dann auch noch eine Gitarrenmarke zu entdecken, die man gar nicht, die ich gar nicht kannte und eine wunderbar interessante Gitarre, die Stack Silverray Nash Deluxe, die hier liegt. Und da kam mir natürlich der Gedanke, hey, super, die möchtest du haben, vom Konzept her. Und die ist ja bestimmt auch total interessant für deinen Kanal. Vielleicht haben die meisten Leute noch nie so was gesehen. Ich konnte jetzt ja nicht recherchieren, war ja im Geschäft. Bist du noch nie drüber gestolpert im Netz. Das wäre doch was. Das Filmchen musst du machen, das wird super werden, dachte ich. Ich habe den Film gemacht und er hat auch Anklang gefunden und hat jetzt mittlerweile auch schon 200, oder wenn der Film rauskam, auch schon über 200 Klicks bekommen. Aber die Harley Benton SC450 hat es in 5 Tagen geschafft. Das lehrt was, oder? Nicht, was ich denke, ist wichtig, sondern was ihr denkt, ist wichtig. Was die Kanalbesucher denken, ist wichtig. Und die Fragen muss man beantworten. Nach der Gitarre hat keiner gefragt. Das Gleiche ist mir übrigens auf dem Amp-Sektor auch passiert. Ich habe den Eugene Kettner Ampman getestet, super Ding. Und dann ist mir der Taurus Stomp Amp, der Urvater eigentlich des Ampman mit Röhrentechnik, über den Weg gelaufen. Da habe ich gedacht, boah, den kommst du dran, den kaufst du, machst einen Test darüber. Das hat kaum jemanden interessiert. Erst der Vergleichstest mit dem Eugene Kettner Ampman hat ein paar Klicks mehr gebracht, aber auch Kritik, weil ich den Taurus bevorzugt habe und behalten habe und habe den Ampman wieder verkauft. Ja, das sind so die ersten Dinge, die man reflektieren muss. Nicht das, was man selber denkt, kommt an, sondern man muss, wenn man groß werden will, wirklich überlegen, was interessiert die Leute dort draußen, was wollen die wissen. Highlight 2, YouTube-Momente. Ja, ist schon toll zu sehen, wenn so ein Video für meine Verhältnisse durch die Decke geht. Meine Verhältnisse 2000, 2500 Klicks bekommt. Ist bis jetzt auch nur einmal passiert bei der Harley Benton SC552 PAF. Das ist schon toll, wenn man sieht, 500 Klicks, 1000 Aufrufe, 1500, 2000 und jetzt, wo ich das Video hier drehe, sind schon über 2500 und vielleicht, wenn der Film rauskommt, sind vielleicht schon 3000 Views, die das Video erreicht hat. Für meine Verhältnisse natürlich, ja. Worauf führe ich das zurück? Einmal auf das große Interesse an der Gitarre und ich konnte vielleicht eine Frage beantworten, wie kommt sie raus aus der Box und wie klingt sie? Und das hat vielleicht wirklich viele interessiert, weil viele mit dem Kauf oder ja, vielleicht mit dem Kauf beschäftigt haben. Weiter ist, zu dem Zeitpunkt habe ich englische Untertitel in Schriftform eingeführt. Das ist sau viel Arbeit, das nachher nochmal alles von Hand einzugeben. Aber da waren schon erste Reflexionen, wie weit komme ich denn mit Deutsch? Komme ich wirklich so weit, wie ich brauche? Und ja, seit dem Zeitpunkt sind eigentlich immer englische Untertitel dabei. Und ich denke, das hat auch eine Auswirkung auf das, wie viele Leute die einzelnen Filme angucken, weil jetzt kann ich mir auch als nicht Deutsch sprechender, wenn ich ein einfaches Englisch kann, die Untertitel angucken und verstehe vieles. Die Gitarren sprechen ja alle Rock'n'Roll, eine Sprache.
Was noch toll ist, ist, wenn man experimentiert und auch mal rechts und links guckt bei Kanälen. Da habe ich mir dann was abgeguckt und habe selber mal so ein Format probiert, das Budget-Gitarren Shootout. Und das habe ich tatsächlich, das Format habe ich gestohlen, sozusagen, von einem anderen tollen Gitarrenkanal. Der Gitarrist das. Braucht man gar keinen Hehl draus machen. Habe es für mich, für meine Verhältnisse abgewandelt, habe es gemacht, war ein toller Spaß, aber auch viel Arbeit, weil ich ein ganz neues Konzept für mich entwerfen wollte. Und ja, zuerst hat dieses Video 30 Tage lang rumgedümpelt, hat keinen interessiert und plötzlich ist es dann doch ein bisschen hochgegangen, sodass es jetzt auf über 400 Views gekommen ist, was ich dann auch schon toll finde für ein Format, was dem nicht üblichen, ich packe eine Gitarre aus, ich gucke mir was an, Modus gefolgt ist. Ja, war auch ein zweites tolles Highlight. Lowlights 1, Instrumente. Wie ihr seht oder wie ihr vielleicht auch wisst, bin ich ein ziemlich großer Pink Floyd und besonders David Gilmour-Fan. Deswegen habe ich mir im letzten Jahr ein Signature Pack EMGs, aktive Tonabnehmer, gekauft und die mit einer ebenso gebraucht gekauften Peavey Predator Gitarre in Rot verheiratet. Ganz im Stile der Red Strat von David Gilmour aus der Pulse-Zeit. Habe alles schön zusammengebaut. Wunderbares Ergebnis. Optisch war ich äußerst zufrieden. Aber klangtechnisch bin ich mit diesem Ding nie klargekommen. Pickup weit von den Seiten weg, Pickup nah an den Seiten dran. Nie war das Ergebnis auch nur einigermaßen, wie ich es mir vorstellen konnte oder wollte. Und schon gar nicht kam es nah an irgendeinen David Gilmour Sound. Der Sound kommt aus den Fingern. Wollte da mit für euch einen Film machen, hab's auch probiert, Filme gedreht und hab mir gemerkt, nee, das wird nichts, du kommst nicht klar. Ja, letztendlich, um wieder Geld zu bekommen, habe ich dann die Pickups gebraucht wieder verkauft, mit Verlust von 80 Euro. Ja, die Predator steht mal in der Ecke, mal gucken, vielleicht kann ich die für irgendwas noch brauchen. Ja, Geld und Zeit verschwendet. Lola 2 verbirgt sich hinter dem Film, der vor 14 Tagen veröffentlicht worden ist, das Modding der Stack TE mit neuen Pickups. Eigentlich wollte ich mir neben den Pickups auch noch eine neue Elektrik zusammenlöten mit besseren Protis und so weiter. Und mangels Übung und Erfahrung das Ganze in den Sand gesetzt. War nichts. Ich habe den Dreiwegschalter kaputt gelötet und auch den Switch, den Push-Pull-Poti. Jetzt war die Zeit aber schon weit fortgeschritten. Ich hatte Geld und Zeit verbraten und der Film sollte aber fertig werden. Ich war relativ knapp dran. Also habe ich mich dann entschieden, die alte Elektronik wieder zu nehmen und nur die Pickups zu wechseln. Was natürlich sowohl testtechnisch als auch meine Zielsetzung nur der Hälfte oder Dreiviertelweg entsprach. Ich hatte einfach im Veröffentlichungsplan, weil ich den gesetzt habe, keine Zeit mehr, das Ganze nochmal zu wiederholen. Fazit: Beim Experimentieren kann man ganz schön Geld und Zeit in den Sand setzen. Lowlights 2, YouTube-Momente. Ja, wie ich eben schon bei den Instrumenten-Highlights sagte, findet man Sachen toll und die findet das Publikum nicht so toll, ja, wie bei der Stack Silverway und bei dem Taurus.
Und das kann schon frustrieren, sollte es aber nicht, muss es nicht. Aber im ersten Moment denkt man, Mensch, man hat so ein tolles Ding sich gekauft, ein tolles Video. Man ist auch selber davon überzeugt, dass das super ist. Aber es kommt im Film nicht an. Es ist ein deutlicher Hinweis, wie ich schon einmal sagte, das Publikum sucht sich aus, was es schauen will. Und wenn es es nicht interessiert, kann es noch so toll sein, es guckt es nicht. Es kann einen also, wie gesagt, frustrieren, aber man kann es auch ignorieren und einfach sagen, hey, ich mache das eh nur für Spaß, ich verdiene kein Geld mit YouTube, ich ignoriere das einfach, ich mache das für die Sachen, wo ich Lust habe. Auf dem Pfad bin ich auf jeden Fall noch. Aber die Erkenntnis sitzt natürlich bei der nächsten Anschaffung tiefer im Kopf. Ein weiterer Punkt, den ich jetzt erlebe und durch den ich auch gerade gehe, ist, das kann schon eine ganz schöne Mühle sein. Wenn man so, wie ich jetzt alle 14 Tage ein Video raushauen will oder ein Video veröffentlichen will, Motto habe ich ja im Moment im Kanal, alle 14 Tage ein neues Video, dann ist nach dem Video ist vor dem Video. Du hast veröffentlicht und setzt dich sofort oder bist besser schon dran an deinem neuen Video. Und das kann dann schon ein ganz schönes Hamsterrädchen sein. Wenn dann noch solche Rückschläge, wie in Lowlights 1 beschrieben, dazukommen, wird die Sache natürlich nicht besser. Wenn man sich überlegt, dass ca. 25 Minuten Laufzeit eines Films bei mir ca. 25 Stunden Vorarbeit bedeuten, bis er fertig ist, dann ist das schon eine ganz schöne Kiste. Ist bei mir, ich bin alleine, ich bin eine One-Man-Show, ich muss alles alleine machen. Ja, das mag bei anderen schneller gehen. Vielleicht bin ich auch in einigen Sachen nicht so toll wie editieren oder auch die englischen Untertitel reinhauen. Ja, aber wenn man das bedenkt, dann ist das schon ganz schön viel Arbeit. Und ja, manchmal kommt es einem schon ein bisschen wie ein Hamsterrad vor. Jetzt gerade, wo ich diesen Film hier mache, finde ich es wieder ganz gut, diese Retrospektive zu machen. Aber davor war ich schon so ein bisschen Hamster. Ja, für einiges bleibt da einfach keine Zeit mehr neben Beruf und Familie. Und man muss sich das wirklich im Wechsel überlegen, passt es noch so, wie ich es jetzt habe. Auch ich habe mir was überlegt, was ich ändern will in der Zukunft, aber dazu bei den Aussichten. Einsichten 2. Ein paar Daten und Fakten in meinen Kanal. Ich probiere jetzt wieder was aus. Ich spreche hier mal, habe mir eine kleine Präsentation zurechtgelegt, anhand ich dann mich durchklicke und mal schauen, wie der Vortrag wird. Ja, hier seht ihr jetzt die Gesamtzahl der Aufrufe, Wiedergabezeit, Abonnenten seit dem 6.3.2021, also jetzt bis zum Aufnahmezeitpunkt von dem Video, 365 Tage, 14.452 Aufrufe, 891 Stunden Wiedergabezeit und 84 Abonnenten. Das ist die Ausbeute eines Jahres. Ja, man sieht, dass es nach oben geht, aber es geht langsam. Ja, ihr seht es nochmal auch an der Wiedergabezeit hier. 891 Stunden Wiedergabezeit, 3 Minuten 27 ist die durchschnittliche Wiedergabezeit. 21 Minuten ist ungefähr der Schnitt von meinen Videos. Also da wird immer nur ein ganz kleiner Teil geschaut. Manche klicken auch bestimmt wieder weg. Ja, hier seht ihr mal eine Aufteilung von den 38 Videos, die ich gemacht habe. Der größte Anteil dreht sich also um Budgetgitarren. Fast die Hälfte aller Videos, ja, allerdings über alle Marken hinaus. Ich bin nicht nur Harley Benton, sondern auch Stax, Slick und jetzt auch Yamaha mit drin. Dann ein kleiner Anteil an Pedalvideos, 5 Pedalvideos, die echt nicht gut gegangen sind, muss man ganz klar sagen. Ja, dann mit Amps auch nochmal dieselbe Anzahl, 5 Videos, die ich mit den beiden Amps gemacht habe, mit den beiden Stomp Amps, dem Eugene Kettner und dem Taurus. Dann 3 Videos Modifizierung, also Reparatur, Umbau von der Gitarre. Dann noch 3 Videos mit Gitarren
die Non-Budget sind, die Strat, die Gretsch und so weiter, wie Washburn. Und dann noch ein einziges Video in der Zwischenzeit dann zum Thema Kanal allgemein. Das hier wäre jetzt eben das zweite zum Allgemeinen, zum Kanal, einfach mal unabhängig von der Musik. Ja, hier seht ihr den Anteil, den ich habe, von denen wahrscheinlich, wo es auswertbar ist, gehe jetzt mal von aus, bei 100% ergibt es ja nicht. Die meisten Videos werden in Deutschland geschaut, ein bisschen Vereinigte Staaten, ein bisschen Vereinigtes Königreich, ein klein wenig Russland und ein klein wenig Italien. Und ja, bei den Sprachen, klar, keine Untertitel machen 70%. Das ist allerdings heute schon etwas weniger. Das heißt also, die mit Untertitel sind jetzt fast 30%. Das heißt, da steigt der Anteil schon an. Am Anfang hatte ich ja keine Untertitel. Also aber so circa ein Drittel nutzt dann doch die englischen Untertitel, was mich im Moment mal dazu bewegt, das weiterhin so zu lassen. So, hier seht ihr mal Alter und Geschlecht. 100% männlich und 55,6 im Alter von 45 bis 54 Jahren und 44,4 im 55 bis 64. Jetzt bin ich 54, also mittendrin Altmänner-TV sozusagen. So, jetzt könnt ihr mal sehen, seit den 365 Tagen, welche meine 10 beliebtesten Videos sind. Einmal, ja, weil man schon sieht, von den ersten 5 Plätzen sind 3 Harley Benton ganz weit oben. Die SC55 mit ihren beiden Filmen, einmal Auspacken, Qualitätskontrolle und einmal Soundcheck. Und dann die TE90 FLT, die Tele mit die Tele Carbonita. Dann kommt der Jürgen Kepner Ampman und dann kommt die Slick SL51, die Telecaster-Kopie. Und dann die Nummern 6 bis 10, ja, 3-mal Harley Benton, 2-mal die DC 600, also die SG mit den 3 Humbuckern drin, einmal eben Clean Crunch, der Test und dann die Vintage-Qualitätskontrolle. Wenn man die jetzt natürlich zusammenrechnet, hätte man auch mehr. Ich habe noch 2 Filme mit der gemacht, mit 4, aber egal, auch da seht ihr schon alleine, die Einzelfilme nehmen einen großen Raum ein. Dann die Gretsch mit 454 Aufrufen, auch ganz ordentlich, und die Bridge-Gitarren mit 433, heute schon 444, weil ich eben noch reingeschaut habe, aber egal, ja, also auch mit der Zahl ein relativ neues Video von, wie gesagt, Anfang des Jahres. Ja, und dann eins der letzten Videos, das sich schon ziemlich weit hochgearbeitet hat, ist jetzt, wo wir den Film drehen, die Zahlen sind vom Wochenende, auch schon über die 400 gekrabbelt mit 398 und wird auch sich weit, weit oben platzieren, weil, wie gesagt, das Interesse nach Harley Benton Gitarren ist ziemlich groß. Das hat auch seine Berechtigung. Die Gitarren sind natürlich in aller Munde. Thomann ist ein großer Händler. Aber hier seht ihr halt schon, von den 10 Videos sind 6 mit Harley Benton Bezug und Budget Shootout ist auch noch irgendwo mit Harley Benton Bezug. Ja, also man sieht diesen großen Teil. Da kann man es auch noch mal sehen. Ich habe es dann doch noch mal ein bisschen aufgeschlüsselt. Also insgesamt an den 38 Videos machen die Harley Benton bezogenen Videos, also nur Harley Benton bezogenen Videos, machen 11 Stück sind es, also 29, knapp ein Drittel aus. Aber auf diese Videos gehen 62% aller Aufrufe. Ja, also ein Drittel Videos, fast 2 Drittel aller Aufrufe. Und auch bei den Abonnenten, die ich zuordnen kann zu den einzelnen Videos, macht es fast 50% der Abonnenten aus, also Leute, die wiedergekommen sind über den Kanal. Und bei den Likes sieht man es auch nochmal, sind es 63%. Also auch wieder 2 Drittel der Likes gehen auf die Harley Benton. Hier sieht man also ganz stark, hätte ich nicht die Harley Benton drin, sähe es noch ganz anders um die Zahlen in meinem kleinen Kanal aus. Ja, hier sehen wir nochmal kurz zurück auf die Wiedergabezeiten, also 891
Stunden Wiedergabezeit. Ja, wenn ich das mal so betrachte bei Licht, dann kann ich eigentlich sagen, dass für 1 Minute Filmlaufzeit brauche ich circa 1 Stunde Arbeit. Und die Gesamtlaufzeit aller Filme ist circa 800 Minuten, so über den Daumen geschlagen. Und das heißt aber ungefähr, wenn diese Formel stimmt, und die stimmt wirklich einigermaßen, dann habe ich 800 Stunden Freizeit reingebuttert in den letzten 52 Wochen, um die Filme zu erstellen. Und bei 52 Wochen sind das 50 Stunden pro Woche. Also das ist schon ein gewaltiger Aufwand, sowohl abends nach Feierabend, wie jetzt ich hier mache ich zum Beispiel jetzt nach Feierabend, als auch am Wochenende. Also das ist schon eine ordentliche Packung und ein ordentliches Stückchen Arbeit. Jetzt werfen wir noch mal einen letzten Blick auf, wie weit sind wir denn vom Geldverdienen weg nach YouTube. Ihr seht, hier 84 Abonnenten, 1000 wären erforderlich, 886 Stunden öffentliche Wiedergabezeit. Die rechnet YouTube noch ein bisschen anders, da werden noch ein paar abgezogen. 4000 werden erforderlich. Ja, ich habe bis jetzt keine Verwarnungen und meine Bestätigung in 2 Schritten habe ich auch aktiviert. Das ist aber auch alles. Also Fazit, vom Geld verdienen sind wir a million miles away. Ja, weit, weit weg. Aber es war trotzdem ein super spannendes und lehrreiches Jahr. Ja, aber ehrlich, wenn man bei Licht betrachtet, jetzt nach einem Jahr, werde ich mit dem Format niemals Geld verdienen können. Deswegen habe ich auch gesagt, gut, bleib dir treu. Du nimmst die Sachen, an denen du wirklich Spaß hast, und die nimmst du rein als Filme in deinen Kanal. Weil ich glaube, selbst wenn ich nur noch Harlequin nehmen würde, dann würde das trotzdem nicht ausreichen, um hier was zu verdienen. Ja, das war der kleine Überblick über die Zahlen. Ich hoffe, war alles dabei, was für euch eventuell interessant ist, vielleicht auch, wenn ihr einen YouTube-Kanal machen wollt. Und ja, aus den Einsichten, glaube ich, kommen wir dann zu Aussichten. 37 Filme in 50 Wochen bis zu diesem hier. Das bedeutet circa ungefähr alle 1,5 Wochen ein Film. Und davon sind ganz viele mit neuem Equipment. Das kann ich mir in Zukunft einfach finanziell nicht mehr leisten. Und irgendwo möchte ich auch wieder mehr mit den Gitarren machen, als sie nur auszupacken, vorzustellen, zu testen und dann wieder wegzupacken. Außerdem guckt euch um, alles ist voll mittlerweile mit Gitarren. Ich weiß auch gar nicht mehr, wohin damit. Also habe ich mir was ausgedacht. Ich werde in der Zukunft einmal im Monat ein Video bringen mit neuem Equipment, Gitarren, Pedale, Amps, was auch immer. Da werde ich ganz offen bleiben und seid sicher, auch weiterhin wird es nicht nur Harley Benton sein, um nach den Zahlen zu schielen. Nein, und dazwischen werde ich versuchen, ein anderes Format unterzubringen. Das könnte Solo-Analysen sein, gewisse Sounds, Song-Analysen. Ich weiß es noch nicht genau. Vielleicht aber auch was aus der Werkstatt raus. Wir müssen mal schauen. Ich weiß, ich habe Freude am Experimentieren und ihr werdet mir nachher zeigen, Daumen hoch oder Daumen runter, indem ihr es schaut oder nicht. Ja, liebe Leute, das war's auch schon. Ein Jahr YouTube. Es hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, auch der Film hier kommt einigermaßen an. Vielleicht ist auch jemand dabei, der eigentlich gar nichts mit den Gitarren zu tun hat, aber vielleicht mal sehen wollte, wie eine Mini-YouTuber in Deutschland nach einem Jahr geht. Auch das war schön. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst, wenn es euch gefällt. Und natürlich dürft ihr auch abonnieren, damit die Zahlen ein bisschen steigen. Ich danke euch und bleibt gesund, bleibt fröhlich und bleibt musikalisch. Bis bald, euer Toko.